world has ever heard. He's alive. He has conquered the grave. Death could not hold him. Christ is alive. He's a living Savior. Hallo zusammen und willkommen zu Enchurchalive Online. Mein Name ist Werner. Und ich bin Giselle und wir sind zusammen Teil vom Team Enchurchalive. Hey, ein ganz herzliches Willkommen an alle die Teil von einer von unseren beiden Locations, Zürich und Aarau sind. Und vielleicht bist du da heute zum ersten Mal und schaust dir den Online-Gottesdienst an. Auch dir ein ganz herzliches Willkommen. Wir glauben und sind überzeugt, dass du heute etwas wirst mitnehmen für die ganze Woche, das dich wird ermutigen. Und vielleicht kennst du ja jemanden, der auch gerade eine Ermutigung braucht. Dann hast du jetzt die Möglichkeit, um den Link zu dem Online-Gottesdienst dieser Person zu schicken. Genau, und diese Woche habe ich Folgendes in der Bibel gelesen. Im Psalm 100, Vers 4 bis 5 steht: Preist ihn, also preist Gott und rühmt seinen Namen, denn der Herr ist gut zu uns. Seine Gnade hört niemals auf. Für alle Zeiten hält er uns die Treue. Hey, wie cool ist der Psalm? Gott ist gut und er ist treu. Und was mir gefällt an dem Psalm ist, dass es steht, für alle Zeiten hält er uns die Treue. Das heißt, Gott ist immer treu. Nicht nur, wenn wir einen guten Tag haben, nicht nur, wenn alles super tipptopp läuft in unserem Leben, sondern eben genau auch dann, wenn wir einen schwierigen Tag haben, wenn wir durch eine Herausforderung gehen in unserem Leben. Und darum möchte ich dir ermutigen, einfach, dass du deine Augen auf Gott richtest. Während dieser Zeit im Gottesdienst, dass du wirklich auf ihn schaust, auf den Gott, der zu dir gut ist und auch treu ist. Wir werden jetzt ein paar Lieder singen zu unserem Gott. Die Texte werden eingeblendet sein. Du kannst mitsingen, wenn du möchtest. Wenn du magst, kannst du auch aufstehen. Und lass uns einfach Gott anbeten. Wir möchten jetzt kurz beten und dann genießen wir die Worship-Zeit. Vater, danke vielmals, dürfen wir zu dir beten, dürfen wir zu dir kommen. Danke, bist du mitten unter uns, bist du allgegenwärtig, hast du Kraft, uns dort zu begegnen, wo wir gerade sitzen, stehen, wo wir zulassen und zuschauen. Danke, Vater, dass du uns dort begegnest, wo wir sind. Und danke, Vater, dass wir die Kraft von dir dürfen heute Morgen spüren, durch den ganzen Gottesdienst, durch den Worship-Teil und durch die Predigt. Danke vielmals. Amen. Amen. Guten Morgen, Church. Schön, können wir zusammen Gott anbeten. Come on. Raise hallelujah in the presence of my enemy. I raise hallelujah louder than the unbelief, and I raise hallelujah. My weapon is a melody, and I raise hallelujah. To fight for me, I'm gonna sing in the middle of the storm, louder than louder. You're gonna hear my praises roll. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. In the middle
of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. I'm from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder. 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 Oh, sing a little louder. Oh, sing a little louder. Yeah. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Oh, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. And I raise hallelujah. And I raise hallelujah. I raise hallelujah. And 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 I raise Und Church, wir singen Liebe bist. Liebe bist, Leben gibst, du bringst Licht in das dunkle Hoffnungskist und verbindest all die gebrochenen Herzen. Groß bist du, Herr, nur durch dich leben wir, und drum preisen wir dich, wir preisen nur dich.
vergisst. Du bringst Licht in das Dunkle, Hoffnung gibst. Du vergisst an dir gebrochene Herzen. Groß bist du, Herr, nur durch dich leben wir und darum preisen wir dich. Wir preisen und dich, durch dich leben wir und darum preisen wir dich. Nur dich, Herr, nur durch dich leben wir und darum preisen wir dich. Wir preisen und dich, durch dich leben wir und darum preisen wir dich. Nur dich, Come on, Church, wir singen den Teil jetzt auf Spanisch. Come on, singen wir es laut. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios. Nur durch dich leben wir und darum preisen wir dich. Wir preisen und dich, nur durch dich leben wir und darum preisen wir dich. Nur dich, Herr, nur durch dich leben wir und darum preisen wir dich. Wir preisen nur dich, nur durch dich leben wir und darum preisen wir dich. Nur dich, Wie jeden Sonntag möchten wir auch heute unsere Anliegen vor Gott bringen, weil wir glauben, dass Gott unsere Gebete tatsächlich erhört, dass er uns Antworten und Lösungen gibt, die wir uns niemals hätten vorstellen können. Und wir haben auch auf unserer Webseite ein Formular, das du brauchen kannst. Wenn du ein Anliegen hast, wenn du möchtest, dass wir für dich beten, dann kannst du das brauchen. Aber auch wenn du etwas erlebt hast mit Gott, wenn du eine Erhörung hast, wenn du für etwas dankbar bist, dann kannst du uns das auch wissen auf unserer Webseite. Wir lesen und hören Woche für Woche, wie Gott wirkt, wie Gott Versorgung, Heilung und Frieden schenkt. Und hey, es ist so cool, wie Gott am Wirken ist und wie immer wieder neu Leute uns Gebetsanliegen und Gebetserhörungen schicken. Wir haben zum Beispiel diese Woche gerade jemand hat uns geschrieben, der so dankbar ist, dass er seinen Drogenentzug am Beenden ist, dass der Drogenentzug am Beenden ist. Und er dankt dafür, dass er sich schon viel besser fühlt, dass er wirklich darf sich körperlich auch besser fühlen und dass er dankt dafür Gott und er dankt auch allen Leuten, die für ihn gebetet haben. Wir haben auch ebenfalls Gebetsanliegen bekommen, wirklich ein paar. Und zwar gibt es Leute, die für Heilung beten. Heilung von Schwindel, Heilung von einem Problem im Ohr. Jemand hat einen neuen Job gestartet und bittet darum, dass er ohne Angst sich halt neu darauf einlassen. Und jemand bittet auch, dass sein Sohn neu Gott kennenlernen darf. Und dann haben wir diverse Leute, die in einer medizinischen Behandlung sind momentan. Und unter anderem auch ein Teil von diesen Leuten
sind in einer Chemotherapie. Und hey, da beten wir ganz spezifisch, ganz klar für Heilung in erster Linie, aber auch für die Familien von diesen Leuten, für Schutz, für Kraft und für Durchhaltevermögen. Wir werden jetzt auch zusammen als Church für die Anliegen beten. Und vielleicht hast du auch gerade etwas in deinem Leben, wo du sagst, hey, ich möchte für das beten. Oder du kennst jemanden in deinem Umfeld, eine Person, die gerade ein Gebet braucht. Ich glaube, jetzt ist die Zeit, um zusammen für diese Leute einzustehen. Wir beten. Vater im Himmel, danke, dass du unsere Gebete hörst. Und danke, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Vater, danke, dass du immer noch zu dieser Zeit wirklich kannst durch Sachen durchbrechen und uns Lösungen und Antworten zeigen. Und Vater, wir beten konkret jetzt für die Leute, die Heilung brauchen. Vielleicht für die in Therapie sind. Vielleicht gibt es Leute auch im Spital, die jetzt gerade sind, wo wir können auch für Heilung, für deine heilende Hand darüber beten. Und wir beten auch für die Leute, die einen neuen Job anfangen oder einen Job gerade suchen. Oder auch für die Leute, die arbeitslos sind in dieser Zeit oder Kurzarbeit haben. Vater, lass sie wissen, dass du der Versorger bist und niemand anders. Wir danken dir für alles, was du vorhast mit uns. Und wir danken dir und wir preisen deinen Namen. Amen. Amen. Hey, wir kommen jetzt zum Teil vom Zehnten und von der Spenden. Und dafür wird Desi uns in den nächsten Teil ermutigen, zum Geben. Wir möchten auch die Gelegenheit nutzen, unsere Zehnten und Spenden zu geben. In der Bibel, im Lukas 4, Vers 18 steht, dass der Geist Gottes auf uns ruht, dass der Herr uns gesalbt hat, dass er uns den Auftrag gegeben hat, den Armen die gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu sagen, dass sie frei sein sollen, dass die Blinden wieder sehen können. Church, das ist immer noch der Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Der Auftrag geht weiter, egal in welcher Zeit dass wir uns befinden. Und mit dem, dass wir unsere Zehnten und Spenden geben, helfen wir mit, dass der Auftrag, den Gott uns als Church-Live anvertraut hat, weitergeht. Dass eben auch online und auf die verschiedensten Arten Menschen die gute Botschaft hören und frei werden. Dass Menschen eine Church-Familie finden und Absicht bekommen für ihre Leben. Mit dem, dass du gehst, hilfst du mit, die Vision voranzutreiben. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie du online kannst geben, und du findest dazu alle Angaben und Bankdetails auf online.enchurchalive.ch. Eine Möglichkeit, wie du auch geben kannst, ist per Twint. Ich persönlich finde das ganz eine einfache und simple Art und Weise, wie ich Überweisungen machen kann. Auch dort findest du auf der Webseite die QR-Codes, die du mit dem Twint-App einscannen und so deine Spende geben kannst. Danke vielmals für alles, was du gibst. Hey, so cool. Danke vielmals, Desi, für deine Ermutigung. Wir kommen jetzt zum Teil der Predigt und wir sind gerade in einer Serie, die heisst «Die Kraft Gottes». Und die haben wir ja an Ostern haben wir die gestartet. Und wir haben heute unseren Senior-Pastor, Ed, der das Wort bringt. Und wir glauben, dass das Gottes Wort wirklich Kraft hat, um zu dir durchzubrechen, dort, wo du gerade bist und stehst. Und ja, genau. dich berühren, persönlich auch heute. Wir freuen uns auf deine Predigt, Ed. Willkommen zu diesem Online-Gottesdienst. Meine Großvater habe ich nicht gekannt. Aber was ich genossen habe als junger Bub, war Storys zu hören von meinem Vater, über seinen Vater und über seinen Großvater. Was sie sind aufgewachsen und haben in einer Zeit gelebt, wo die Ford Motor Company angefangen haben, Autos zu produzieren. Und diese Zeit war eine spannende Zeit, es war eine Wandelzeit in die Geschichte. Und so gewisse Leute haben Angst gehabt von dieser Zeit, gewisse Leute waren begeistert von dieser Entwicklung. Aber es hat das Leben verändert seit diesem Zeitpunkt. Heute möchte ich ein bisschen anders diese Message starten. In dem Sinn, wir sind immer noch in dieser Serie Gottes Kraft, aber ich möchte nicht eine typische Message bringen. Wenn Gott arbeitet, wenn Gott ein Werk tut, wenn Gottes Power am Werken ist, es ist nicht immer dramatisch. Manchmal Gottes Power funktioniert und er tut etwas im Hintergrund, in die Stille sozusagen. Er tut etwas in Prozessen.
Und manchmal wirklich in Umstände, wo wir es selber nie auswählen würden. Und so, ich möchte uns alle heute auf eine Reise einladen, zu überlegen und nachzudenken, in was für einer Zeit leben wir jetzt? Und was hat das zu tun mit deinem Glauben und deinem Glaubensleben? Ich möchte darüber sprechen, über eine Zeit des Übergangs. Wir alle erleben Übergänge. Denk zurück, denk an dein Leben. Wenn du die Schule verlässt, du hast die Schule abgeschlossen, du fängst an mit einer Lehrstelle, du fängst an zu arbeiten, das ist auch ein Übergang. Wenn du vielleicht ausziehst von zu Hause und du fängst allein oder in einer WG zu wohnen, das ist auch eine Übergangszeit. Wenn du Single warst und du heiratest, du ziehst zusammen mit jemandem, oh meine Güte, das ist eine Übergangszeit. Vielleicht, wenn du ein bisschen älter sind und die Kinder ziehen aus, sie fangen an, ihr eigenes Leben sozusagen zu bauen. Oder wenn du in die Pensionierung gehst, das ist auch eine Übergangszeit. Einige von euch, die diese Message hören heute, haben das erlebt, wo du umgezogen bist von einem Land zu einer andere Sprache vielleicht oder definitiv eine andere Kultur. Wir haben viele internationale Leute, die ein Teil sind von unserer Church. Und das löst gewisse Emotionen aus. Und dann ab und zu gibt es einen Shift, gibt es einen Wechsel, gibt es eine Übergangszeit, einen Wandel in unser Leben, die in einer total anderen Dimension ist. Und es ist nicht, dass wir es selber auswählen, es ist nicht natürliche Entwicklung, es ist ein Schock, es ist ein suddenly, ein plötzlich. Und wir werden nie selber solche Umstände auswählen, aber wir müssen wirklich lernen, durchzugehen und diese Zeit zu managen. Und wenn ich so sagen darf, ich glaube, wir leben in so einer massive Veränderungszeit, eine Zeit sozusagen von Störung, von Unterbrechen, von was normal war für dich und mich, ist jetzt in die letzte Zeit unterbrochen und wir müssen irgendwie zurechtkommen mit dieser Zeit. Ich glaube, ohne das zu übertreiben, das, was wir jetzt erleben, ist eine Erfahrung, die vielleicht einmal in 100 Jahren passiert. Und vielleicht sagst du, Ed, das klingt dramatisch oder sei nicht so dramatisch. Aber denk zurück über diese letzten paar Wochen. 80% plus von den Flügen, von den Flugreisen waren innerhalb von ein paar Wochen gestrichen. Einfach Tag. Grenzen sind zugegangen. Die meisten Grenzen sind zugegangen über die letzten paar Wochen. Es ist, als ob jemand die Handbremse angezogen hat von der Weltwirtschaft. Eine absolut krasse Zeit. Und das ist passiert innerhalb von ein paar Wochen. Sachen, die wir selber nicht vorstellen könnten, wenn wir zurückschauen, nur ein paar Wochen und nach vorne geschaut haben am Anfang von 2020, wo wir vielleicht gefreut haben und geträumt haben, was kommt in diesem Jahr. Fast keiner könnte das sehen oder vorstellen können, die Zeit, wo wir jetzt drin stehen. Und so massive Veränderungen finden jetzt statt. Gerade vor uns und werden Konsequenzen haben über die nächsten Jahre und unser Leben stark beeinflussen. Und so mit diesen Gedanken habe ich gute Nachricht und schlechte Nachricht. Ich komme ein bisschen später dazu. Aber stell dir vor, ganz kurz, wie es wäre, wenn Handschütteln einfach eine Tradition wäre von der Vergangenheit. Diese Woche habe ich etwas geliefert zu jemandem. Ich bin aus dem Auto gestiegen und ich habe sofort meine Hand ausgestreckt und dann mich entschuldigt. Und er hat mir einen Teil von seinem Arm gegeben. Es war ein komisches Erlebnis. Stell dir vor, wenn einander umarmen einfach verboten wäre. Oder Minimum in die Öffentlichkeit. Wir träumen alle, dass das Leben wieder eine Normalität wieder bekommt. Und es wird kommen. Aber ein paar Dinge müssen wir verstehen. Die erste ist diese. Es hat einen tiefgreifenden Wandel gegeben in die letzte Zeit. Die Welt ist oder wird anders.
die Umgang mit Reisen, die Wirtschaft mit anders, vielleicht Unterhaltungen, Konzerten und so weiter werden nie ganz gleich. Business Practice wird sicher durch eine Entwicklung gehen über die nächste Zeit. Online Education, Online-Bildung geht durch eine Boomzeit jetzt. Es ist interessant. Aber hier ist, was auch gut ist, nicht alles wird anders sein nach dieser Zeit. Ich glaube, Menschen sind Menschen und gewisse Bedürfnisse bleiben gleich mit allem, was gut und schlecht ist im Zusammenhang mit Menschen. Aber stell dir vor, bald in einer anderen Freiheit werden wir wieder feiern können. Feiern miteinander, feiern mit Freunden, feiern mit Familien, Hochzeiten und so weiter werden normal stattfinden. Und so, wir werden auch als Church früher oder später wieder unsere Sonntag-Gottesdienste und andere Events durchführen. Ich freue mich mega auf diese Zeit. Und so, wir werden zurückkommen. Wir werden die Rocky sein in dem Sinn, dass wir zurückkommen. Ich finde es faszinierend, der Widerstand von Menschen, die Ausdauer. Und so, für mich habe ich eine neue Slogan kreiert. Stark zurückkommen. Come back stronger. Und hier ist mein dritter Gedanke im Zusammenhang mit dieser Entwicklung, mit dieser Veränderung, ist, dass Veränderung bringt Entwicklung und bringt Kreativität, Innovation mit, oft verbunden mit einer Krisenzeit. Es ist erstaunlich, was für Innovation hervorkommt in einer Zeit von Krise. Aber auch von einem geistlichen Aspekt, geistliche Erweckung oder Erneuerung ist fast immer verbunden mit einer Krisenzeit, mit Schwierigkeiten. Und so, wenn es eine neue Bewusstheit gibt, eine neue Schrei, eine neue Gebet kommt von innen nach außen. Gott, wir brauchen dich, wir brauchen deine Hilfe. Was ist hier los? Das Leben geht aus der Kontrolle sozusagen. Die Welt geht schief oder es wird verrückt. So viele Sachen. Und so automatisch gibt es Menschen, die fangen an, Gott zu suchen. Sie fangen an zu beten in einer anderen Art und Weise. Und das bringt eine geistliche Erneuerung oder Erweckung in uns und in Gottes Volk hervor. Persönlich, aber auch Gemeinschaft. Und so ich möchte dich einladen, ich möchte uns einladen, einfach von diesem Blickwinkel heute diese Einladung Gottes zu sehen. Und zu packen sozusagen und in diesen Moment hineinzutreten, wo wir vielleicht mit einer anderen Bewusstheit realisieren, die Welt und was die Welt uns verspricht, ist einfach nicht genug. Es ist nicht genug. Die Jagd nach Dingen, nach Glück und so weiter, es lässt uns einfach leer. Die Versprechungen sind leer. Freiheit ohne Grenzen ist kein Segen. Und so zu leben in einer Gesellschaft mit so viel Leistungsdruck und Identität, die verbunden ist mit was wir tun, und sage ich vielleicht, die Druck, alles im Griff zu haben, Wohlstand zu haben, lasst uns leer und wird vielleicht auf die Seite verschoben, weil wir checken, es ist nicht genug. Es muss mehr geben. Es gibt mehr zu meinem Leben als einfach mein Leben allein. Und so viele Leute über die ganze Welt in dieser Zeit sind forciert, in einer anderen Geschwindigkeit zu leben und zu einem gewissen Maß zurückzukommen zu den Basics. Ich habe mich überlegt, Knappheit schafft Wert. Es schafft eine andere Perspektive von Sachen, die wir schätzen. Sachen, die weggenommen waren in dieser Zeit von unserem Leben, haben einen anderen Stellenwert, weil plötzlich realisieren wir, wow, diese Sachen sind so wichtig oder diese Sachen genießen wir. Und wenn wir die Freiheit nicht haben, diese Sachen zu tun oder zu genießen, fehlt etwas. Ehrlich gesagt, eine von den ersten Dingen, die ich tun werde, sobald ich kann, ist ein Cappuccino genießen in der Stadt.
Oh, meine Güte, das werde ich genießen. Vielleicht einige von euch möchten einfach mitkommen und mit mir ein Cappuccino genießen. Aber Knappheit führt uns, andere Sachen zu sehen und gibt sie Wert. Und ich glaube, es wird auch so mit der Church und mit unserer Church und die Zusammenkunft, die wir genießen und gemeinsam Gott zu loben. Wir sind dankbar für die Technik, für Online-Gottesdienste und so weiter und alles, was das ermöglicht. Aber es ist nicht gleich, physisch in einem Raum zu sein, mit anderen und Gott zu loben. Aber ich möchte noch einmal einfach, dass du diese Einladung Gottes hörst, für diese Phase, für diese Wanderung, für diese Übergangszeit, wo wir drin stehen. Weil Gott benutzt solche Momente, etwas Neues in uns zu tun. Ganz natürlich, wir möchten, dass es einfach vorbei ist und dass eine Normalität wieder kommt. Aber Gott möchte diese Zeit brauchen, etwas Neues in dir und in mir zu tun. Unser Vertrauen in ihm tiefer zu machen und uns vielleicht etwas vorbereiten auf etwas Neues. Und so pack diese Gelegenheit, pack diese Einladung und schau, was Gott in dir tun möchte. Wenn wir es einfach zurückbringen zu uns auf eine persönliche Ebene, lass uns noch einmal denken, es ist nicht nur Businesses, es ist nicht nur Organisationen, es ist nicht nur Churches, wie wir die einfach neu überlegen müssen oder neu strukturieren müssen oder neue Prioritäten oder neue Budgets zusammenstellen müssen. Gott möchte diese Zeit brauchen, etwas Neues in dir zu tun. Ich gebe euch einige Beispiele. Und hier ist wirklich die positive, begeisternde Nachricht. Ich glaube, einige von euch als Resultat von dieser Zeit werden eine neue Orientierung bekommen im Leben. Eine neue Sicht für was möchtest du tun mit deinem Leben? Was für eine Karriere möchtest du? Vielleicht hast du in der Vergangenheit Träume und Wünsche gehabt, aber diese Zeit zu überlegen, gibt dir oder forciert dir zu überlegen und vielleicht gibt es einen Kick, in eine neue Richtung zu gehen. Einige von euch sind in so einer Geschwindigkeit gelaufen, dein Leben war so voll. Wenn du weitergehen hättest, deine Seele wird kaputt gehen, deine Familie vielleicht oder deine Gesundheit. Und diese Zeit ist ein Geschenk Gottes und eine Einladung Gottes, einfach neu zu überlegen und reflektieren, was wirklich zählt. Einige von euch, diese Zeit wird gebraucht, eure Ehe zusammenzuführen in eine andere Maß von Kommunikation oder Einheit oder als gesamte Family, Zeit miteinander, Gemeinschaft, Spiele, Austausch und so weiter. Vielleicht deine Kinder zu hören in ein anderes Maß. Vielleicht werden Beziehungen wiederhergestellt oder Vertrauen wird gestärkt in dieser Zeit. Und ich glaube, einige von euch deine Beziehung mit Gott wird überhaupt beginnen oder wird neue Tiefe, einen neuen Zugang wirst du erleben von dieser Zeit. Und so, ich glaube, dass Gott wirklich diese Zeit brauchen möchte, positiv, gewisse Downloads zu machen, gewisse Ideen freizusetzen, gewisse Träume in Gang zu bringen, die sonst nicht möglich wäre, wenn wir diese Zeit nicht gehabt hätten. Und so in einer Übergangszeit, wir können entweder es umarmen oder dagegen kämpfen. Und diese Übergangszeit ist nicht etwas, die wir selber auswählen würden. Okay, lass uns ehrlich sein. Niemand wird so eine Zeit auswählen, aber es kann etwas auslösen in uns, die so gut ist. Und so, wie können wir in so einer Zeit wie diese reagieren? Ich möchte ein paar Worte von Jesus vorlesen. Es kommt von Matthäus 5, 1-3. Es ist eine sehr bekannte Predigt von Jesus auf dem Berg. Vers 1. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger versammelten sich um ihn. Dann begann er mit den folgenden Worten zu lehren. Ich habe einen Titel in meiner Bibel und es steht, wen Jesus glücklich nennt. Und dann kommt Vers 3. Glücklich sind,
die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Es tont vielleicht am ersten Blick ein bisschen negativ oder etwas Komisches, aber eigentlich die simple Bedeutung von diesem Bibelvers, von dieser Wahrheit, die Jesus uns gibt, ist, gesegnet sind diese Leute, happy, zufrieden, Menschen mit Friede, sind diese Leute, die realisieren, ohne Gott, mein Leben hat keinen Zweck. Ohne Gott schaffe ich es nicht. Ich brauche Gott in mein Leben. Und so, wenn wir Gott erkennen, wenn wir Gott Zugang geben zu unserem Leben, wenn wir neu eine Entscheidung treffen, ihm nachzufolgen, dann er und sein Reich mit alles, was inbegriffen ist, kommt in unser Leben hinein. Sein Reichtum wird unser Reichtum sein. Und so, diese Leute sind glücklich. Und so, der erste Punkt für diese Message ist diese: Wir müssen anerkennen, dass Gott etwas Neues in uns tun möchte, in so einer Zeit wie diese. Wahrscheinlich die meisten Menschen, die meisten von euch, die diese Online-Gottesdienst zuschauen, haben ein Maß von Glauben. Du hast eine gewisse Glauben an Gott. Aber wahrscheinlich einige von euch merken, dass während dieser Zeit, dass dein Glauben gestärkt war, dass du näher zu Gott gekommen bist. Andere Leute vielleicht haben angefangen, Fragen zu stellen, die sie vorher nicht gestellt haben. Gott, wo bist du? Oder wenn du ein Teil bist von einer Kirche, von einer Church, warum gehe ich überhaupt in einen Gottesdienst? Ich kann einfach zu Hause bleiben und es online oder verschiedene Online-Gottesdienste zuschauen. Und so, wir werden in so einer Zeit wie diese konfrontiert mit uns selber. Wir werden konfrontiert mit, was bringt es, zusammenzukommen? Wie führe ich mein Leben? Nicht einfach als eine Gewohnheit, aber als eine Möglichkeit, neu zu definieren, neue Prioritäten zu setzen. Überlege diese Frage: Wie lebt ein Christ, ein Nachfolger Jesus zu Hause? Ohne die Zusammenkunft, ohne die Church, ohne die gemeinsamen Events, die wir normalerweise haben. Wie bin ich zu Hause, wenn niemand anders dort ist und niemand anders da ist, in die gleiche Art und Weise, mich anzuspornen? Gute Fragen. Sie sind wirklich tolle, echte, starke Fragen, die wir uns stellen möchten. Gott möchte ein neues Werk in dir tun, okay? Dass du durch diese Zeit kommst, anders, verändert, besser, stärker. Aber was wir tun müssen, ist, wir müssen Ja sagen, wir müssen uns unterordnen sozusagen und Gott nachfolgen in eine neue Art und Weise. Radikal ist meine Ermutigung für uns von dieser Zeit. Lass uns durchkommen, stärker. Lass Gott Sachen wegnehmen von meinem Leben, die wirklich ein Hindernis sind von sein Bestes für mein Leben. So, wir müssen anerkennen, wir müssen zugeben, dass Gott etwas Neues tun möchte in unserem Leben. Zweitens, wir müssen glauben, dass Gott für uns ist, dass er für dich ist, auch in so einer Zeit, die wir selber nie auswählen würden. Und so in einer Zeit, in einem Übergang, in einer Zeit von Störung sozusagen, wir müssen glauben, dass er für uns ist und dass er gut ist. In so einer Zeit, unser Vertrauen kann wirklich gestärkt sein. Unser Glauben wird geprüft, aber indem das es geprüft ist, wir werden auch wachsen und verändert sein. Wir werden auch erleben, dass er treu ist, okay, dass er gut ist. Und so in dieser Zeit können wir Kraft nehmen von seiner Versprechung, von seiner Verheißungen für uns, von seinem Wort. Seine Verheißungen sind wahr. Eine weitere Bibelstelle, die uns ermutigen kann, kommt von Römerbrief 8. Und es steht da in Vers 28. Paulus sagt zu den Gläubigen, und wir können das jetzt auch für uns nehmen. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles. Was geschieht zum Guten? Ich muss es noch einmal sagen.
Aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Dieses gilt für alle, die Gott seinen Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Und so in dieser Zeit können wir wissen, können wir erleben, können wir neu erfahren, dass Gott gut ist, dass er vertrauenswürdig ist, dass er an uns glaubt und dass er eine Zukunft hat. Und die dritte und letzte Gedanke von dieser Message heute ist diese: Wir müssen glauben, wir wollen glauben, dass Gott möchte dich und mich durch diese Zeit stärken. Er möchte uns stärken. Eine Übergangszeit ist nicht eine Zeit, die uns definiert. Es ist eine Übergangszeit. Okay? Es ist eine Zeit, wo wir Gott erleben, wo Gott in uns arbeiten kann. Es trainiert uns, es bereitet uns vor, für was nachher kommt. Und so Gott möchte in dieser Zeit nicht Sachen wegnehmen, die dir traurig machen. Er möchte nicht einfach die Zukunft wegnehmen, er möchte Sachen zu dir bringen. Aber vielleicht anders, als was du gedacht hast. Und so Gott möchte dir bauen, er möchte dir stärken, er möchte dir eine neue Absicht geben, eine neue Klarheit geben, eine neue Leidenschaft, eine neue Glauben geben, eine neue Mut und Kühnheit, wenn du nach vorne schaust. Und so, ich möchte diese Frage stellen, ich möchte, dass du diese Frage wegnimmst von dieser Message. Und heute und über diese nächsten Tage und vielleicht sogar Wochen immer wieder diese Frage stellst. Es braucht Mut, es braucht Kühnheit, diese Frage zu stellen. Okay? Und hier kommt die Frage: Gott, was möchtest du in mir tun in dieser Zeit? Nicht die andere, nicht mein Boss, nicht wer auch immer, aber Gott, was möchtest du in mir tun? Was möchtest du wegnehmen? Was möchtest du korrigieren? Was möchtest du anders platzieren in mein Leben? Und ich verspreche dir, Gott wird dir eine Antwort geben. Früher oder später, in einer Art oder andere, durch verschiedene Kanäle, die er hat, Gott wird dir eine Antwort auf diese Frage geben, wenn du die Frage stellst. Vielleicht weißt du schon, vielleicht hast du eine Idee, was es sein könnte, aber sei mutig genug, diese simple Frage zu stellen, und ich glaube, du wirst entdecken, was für ein Werk Gott in dein Leben tun möchte. Und dann, wenn du es checkst und wenn du es verstehst, verbinde es mit einem simplen Gebet: Gott, hilf mir. Gott, das schaffe ich nicht allein. Gott, ich anerkenne, dass ich deine Power brauche, und dein Vertrauen wird gestärkt, deine Abhängigkeit von Gott wird gestärkt in dieser Zeit. Und so, wenn du persönlich in dieser Zeit die Stimme von Jesus hörst, die gute Hirte, seine Stimme wird dir führen zu einer Erneuerung, zu einer Erweckung in dein Leben. So verpasse nicht, was Gott tun möchte in dein Leben in dieser Übergangszeit. Ich werde sehr gern für dich beten. Vater, wir danken dir, dass du vor uns bist. Dass keine Dinge, die passiert in unserem Leben oder sogar auf dieser Welt, eine Überraschung ist für dich. Und du hast immer Lösungen bereit. Und Gott, ich danke dir, dass in dieser Zeit, in dieser Störungszeit, in dieser Übergangszeit, in dieser Wanderung, dieser massive Change, die am Laufen ist in unserer Kultur und Gesellschaft, Gott, dass du gleich bist, dass du gleich bleibst und dass wir Zugang haben können zu dir. Und so Gott, ich bete für jede Person, die diese Message hört, Gott, dass sie erleben und glauben und checken, dass du ein Werk in ihr Leben tun möchtest. Gott, dass du für sie bist, dass du ein Gott von Liebe bist, dass du eine gute Vater bist. Und Gott, dass du diese Zeit brauchen möchtest, uns zu stärken. Also Gott, ich bitte dich für jede einzelne Person, dass sie mutig genug sind, diese Frage zu stellen: Gott, was möchtest du? Jesus, was möchtest du? Heiliger Geist, was möchtest du in mein Leben tun? Was möchtest du korrigieren? Was möchtest du wegnehmen? Was möchtest du zu mir sprechen in dieser Zeit?
Gott, ich danke dir dafür und ich danke dir für die Erneuerung, für die Erweckung, für die Shifts, für die Veränderung, für die positiven Dinge, die aus dieser Zeit kommen werden, wenn wir diese Frage stellen. Im Namen von Jesus bete ich. Amen und Amen. Am dritten Tag, am Morgen früh, auferstanden Gottes Sohn, Mann vom Tod ist jetzt besiegt, der Königreich, Schluss triumphiert. Im Himmel sind und in mir deine Augen sehen. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless days. We will sing your praise, oh Lord our God. And oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless days. We will sing your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Noch einmal diese Worte von Jesus, von Matthäus 5. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Am Schluss von diesem Message möchte ich einfach eine Einladung aussprechen, in eine Beziehung mit Jesus hineinzutreten. Vielleicht hast du diese Message gehört und wenn du ehrlich bist mit dir selber, du hast nie einen klaren Schritt gemacht. Du hast nie gesagt, Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte deine Wege herausfinden, deine Pläne für mein Leben entdecken. Oder vielleicht hörst du diese Message und du hast das in der Vergangenheit getan, aber wenn du ehrlich bist mit dir selber, das ist momentan nicht der Fall, durch Umstände oder Schwierigkeiten oder was auch immer. Du bist weggekommen von seinem Weg. So simpel ist es, dass wir Gott kennenlernen können, dass wir seine Wege entdecken können für unser Leben. Es fängt an mit einer simplen Gebet. Jesus, nicht mein Weg, aber dein Weg. Und so, ich möchte einfach diese Einladung aussprechen, dass du vielleicht überhaupt für das erste Mal oder noch einmal neu Gottes Gegenwart, Gottes Liebe, Gottes Friede frisch erlebst, praktisch erlebst, gerade wo du bist, jetzt, heute. Und so, ich werde ein simples Gebet aussprechen. Und ich lade dich ein, wenn du sagst, jawohl, ich bin angesprochen, entweder ganz neu oder noch einmal, so einen Schritt zu machen, mit mir zu beten. Und so, ich lade dich ein, einfach deine Augen zu schließen. Du kannst deine Hände auf dein Herz legen, aber einfach, wo du bist, mit mir betest. Die Text
wird auch auf dem Screen kommen. Jesus, ich komme vor dich heute. Und ich gebe zu, dass ich dich brauche. Ich öffne die Tür meines Lebens. Und ich bitte dich, dass du hineinkommst. Zeig mir, wie groß du bist und wie real du bist. Ich möchte dich kennenlernen. Im Namen von Jesus bete ich. Amen und Amen. So eine simple, tolle Gebet. Wenn du das gemacht hast, hey, congratulations, so gut, dass du das getan hast. Würdest du einfach uns das sagen, indem dass du die Formular ausfüllst unten auf dieser Website? Du kannst uns sagen, hey, ich habe eine neue Entscheidung für Jesus getroffen heute. Wenn du auch eine Gebetsanliegen hast oder eine Gebetserhörung hast, schicke es zu uns, benutze die Gelegenheit, fülle die Gebetsformular aus und wir werden für dich oder deine Anliegen über die nächsten Tage immer wieder dafür beten. Und jetzt bleib dran, wir haben etwas vorbereitet für dich. Gottes Segen. Wow, danke Ed für die starke Message. Wir werden so gesegnet Sonntag für Sonntag. Und wenn du auch gerade ermutigt worden bist von dieser Predigt, dann kannst du unseren YouTube-Channel abonnieren und auch unten am Video auf den Like-Button klicken. Und jetzt haben wir ein kurzes Video von der Mariette, sie ist Teil von unserem Team in Aarau. Und sie wird uns erzählen, wie wir die Leute in unserer Umgebung während dieser Zeit ermutigen und helfen. All unsere 4 Nachbarschaftsparteien sind über 65. Als ich gehört habe, dass sie nicht mehr selber einkaufen sollten, war mir sofort klar, dass wir ihnen anbieten, das für sie zu erledigen. Das wird sehr geschätzt. Wir haben oft ein kleines Gespräch. Ich beobachte, dass die älteren Leute den Austausch oder vielleicht auch die Abwechslung vermissen. Und es tut ihnen gut. Manchmal merke ich, dass dann die Sicht auf diese Zeit so ein bisschen negativ ist oder dass sie ein bisschen ängstlich sind. Ich probiere sie dann einfach zu ermutigen und zu zeigen, was wir überhaupt alles haben. Wir haben keinen Notstand im Essen. Wir haben wunderbares Wetter und können raus. Wir haben keine Ausgangssperre. Wir können Medien nutzen, die uns erlauben, trotz Distanz einander zu sehen. Zwischendurch haben wir noch auch ein kleines Zöpfchen oder irgendetwas selber gemacht, vor die Tür gelegt oder abgegeben. Da haben sie riesig Freude gehabt. Ich glaube, es lohnt sich, jede Gelegenheit zu nutzen, irgendjemandem etwas zu lieb zu tun in dieser Zeit. Hey, so gut. Danke vielmals, Mariette, für deine Tipps. Wenn du gerne möchtest in Kontakt bleiben mit uns, dann füll doch das Formular auf der Webseite aus und dann informieren wir dich über alles, was in der nächsten Zeit online in enchurchalive läuft. Und wenn du auf Social Media bist, du findest uns auf Instagram und auf Facebook unter enchurchalive Switzerland. Folge uns, dann bleiben wir auch auf Social Media in Kontakt. Hey, dann wünschen wir euch allen eine gesegnete Woche und wir sehen uns nächsten Sonntag für einen weiteren Online-Gottesdienst. Tschüss zusammen.